Also mindestens ein Jahr. Mindestens ein Jahr zu verkaufen. Müssen wir gar nicht ein bisschen bestürzen. Noch ein paar Personen Streit oder so, weißt du? Dann hätte der Streit für sie endlich ein Ende. Schatz? Mhm. Es könnte es vielleicht sein. Ja. Das sieht schon verdammt gut aus. Mir gefällt das. Muss man sehen, wie das von innen ist. Da werden wir dann morgen noch mal gucken. Morgen früh. Das ist wirklich schön. Boah, und guck mal die Sonne und alles. Ach, ist das hier schön. Ab und zu fährt immer ein Auto vorbei. Okay. Okay. Und das hier ist auch keine an sich feuchte Stelle. Gut, oben der Wald ist natürlich schon ein Problem. Müsste man gucken, was das hier für einen Keller hat, ne? Ja. Ja, die Tür ist natürlich... Ja, da ist alles fertig, ne? Ja, film mal. Du könntest auch mal was filmen, ne? Doppelt verglast. Das ist, glaube ich, nur einfach verglast, aber modern. Ja. Das sind schon Kunststofffenster hier, ne? Tja. Mit einem Riesenstück Land. Die mussten hier roden, weil das Haus seit 10 Jahren leer stand. Seit 10 Jahren, ja. Und das ist groß. 300 Quadratmeter Wohnfläche. Und es hat von außen eigentlich nichts. Eigentlich nichts Weltbewegendes. Kein Schimmel von außen oder so. Ja, es bräuchte mal einen grundlegenden neuen Anstrich. Ein paar Sachen müssten ausgebessert werden. Da ist die Garage. Die kann man von der Küche aus erreichen. Ja, da müsste natürlich früher oder später ein neues Tor rein. Die Fenster sind komplett einfach verglast. Das Land geht da hinten noch ohne Ende weiter, ohne Ende, mit Eukalyptusbäumen und Obstbäumen und Jingeling. Ja. Hier ist... Naja. Weinfässer und... Keine Feuchtigkeit hier unten. Feuchtigkeit ist im Haus. Das wurde in den letzten 10 Jahren vielleicht auch 10-mal aufgeschlossen. Das wird die Hauptarbeit sein. Hier die Treppe hoch. Hier kommt man im ersten Stock. Ja, hier ist so ein Anbau. Könnte man einen super Proberaum machen. Da ist ein Zinkdach. Das hat ein paar Löcher. Das müsste man mal machen.
Ja, das ist die Außenmauer vom Wohnzimmer. Ja, und da haben wir unsere ersten Gäste. Aber ich muss fokussieren. So schlecht ist das nicht. Naja, das ist die Wetterseite. Ja, ja. Das muss man alles streichen. Ja, 7000 Quadratmeter hat das. Ja, hier liegt natürlich jede Menge Müll erstmal rum. Und Schutt und so. Da ist das Fundament. Garage. Jetzt noch wieder kommt das. Riecht gut. Ja. Ne, ist okay. Sind das Balken? Nee, das sind keine Balken. Nee, das sind auch. Das sind nur, ja, das ist nur irgendwelches Holz. Nur irgendwelches Holz. Nee, da haben wir gleich.
Pass auf, macht sich nicht weh. Ja, ne, dass hier was zu machen gibt, ne, steht außer Frage. Auf der anderen Seite im Ausland, also hier oben ist nicht. Ja, gucken. Ja, hier war schon lange nichts mehr. Mhm. Kommt, vielleicht wohnt da noch jemand. Glaube ich auch nicht. Aha. Ja, und da hinten wird noch Land sein, ne? Ja, das war mal lange Zeit, da kannst du aber Garten machen zum Asylum. Hier geht's noch hoch. Ja, hier ist ein einfaches Wellblechdach. Da ist das Nachbargrundstück direkt daneben. Eine ganz normale Fernsehantenne ist hier. Ist gut hier. Ja, das Dach sieht eigentlich gut aus. Das Dach sieht eigentlich gut aus. Ja, hier hat schon ewig nicht mehr einer drin gewohnt. Ja. Schon ewig. Da geht das ganze Ja, Land. das geht da hinten noch. Da hinten runter. Ja. Okay. Aber Urwald. Ja, kann man runter. Ne? Und Eukalyptus. Ja. Und sonst das ein paar Bäume. Und du kommst ins Geschrüpp und willst die Brombeere wegroden. Da hast du schöne Bäume. Jetzt gehen wir noch schauen. Sonst? Gutes Gefühl. Ziemlich gutes Gefühl eigentlich. Ja. So für den ersten Eindruck natürlich. Ja. Aber ja, ist die Frage, wie viel man dann noch anstecken muss in sowas. Ne? Aber es ist grosszügig. Also, ja. Klar, du musst das Zeug abkratzen, neu bemalen. Ja, grundsätzlich erstmal ein Container. Mhm. Container und ein Osterfeuer. Ein Container und dann gibt es ein Osterfeuer mit Pflanzenresten hier. Ne? Zehebad in zum Schluss. So. Mhm. Ja, und von innen haben wir ja Fotos gesehen. Fenster, also, da kann ich überhaupt nichts gegen sagen. Ja, das ist Mal. Ne? Ja.
Wasseranschluss. Das ist das. Ja, da ist der Wasseranschluss, genau. Ja, da ist einfach, du kannst einen Hahn dran schrauben, ne? Das ist ein Wasserrohr und hier ist der Hauptwasseranschluss. Gehst du mal kurz? Ja. Von ABB. Swiss made, hä? Also die Mauer, sonst die Konsistenz ist gut. Ja. Also das ist klar. Da muss man einfach mal mit der ganz großen Heckenschere und einer Handgranate dran. Also ja, hier ist eben feuchte Ecke mit dem Ja. Zeug, das hier wohnt. Last. Jo. Ja, die Türen sind sehr alt. Aber die Fenster, die sehen, ja, die müsste ich mir gleich nochmal vom Namen angucken. Die sehen wirklich isoliert aus. Ja, das ganze verkabelte, ja, das muss alles neu, ne? Auch möglich, ja, ja. Und Eukalyptus direkt vor der Haustür. Das ist ja sowas von sexy. Ne? Vorsicht. Du wärst hier beinahe. Ach was. Ja, hier hast du ein bisschen was zu tun. Und Urwald. Oh oh. Ja. Aber da kannst du das Feld oder nie eben drauf oder was anlegen. Ja. Im Moment ist nur Fahren und so Zeug hier. Aber Hüpf.
Also bis hier wird das Property garantiert noch gehen. Weil es sind 7000 Quadratmeter. Ne? Wahrscheinlich bis hier und dann jetzt noch so eine Hütte. Wo nicht dazu steht, Schatz, 7000 Quadratmeter. Das sind 2 Fußballfelder. Und jetzt haben wir schon eins. Eins haben wir. Bis zur Straße lässt sich schwer schätzen. Also bis hier geht es locker noch. Doch schön in den Wald dazu. Das finde ich echt cool für den Preis. Da hinten ist noch. Das gehört dazu. Das wird dazugehören, ja? Laufen wir da dann auch weiter, dann später. Das gehört alles noch dazu. Noch Wasserzufuhr. Ja, da gibt es ein bisschen was zu tun. Wir müssen uns das angucken. Ich rufe ihn sofort an. Ja, ist gut.